Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuz Dame und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich wieder riesig, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer gemeinsamen Stickzeit heute. Das ist Stickzeit Nummer 21 und ich möchte euch heute an diesem Motiv mitnehmen, also das Mädchen mit den knalligen Haaren. Ja, ich dachte mir, wir haben ja den Monat Februar und da ist ja Karnevalszeit oder so wie es bei uns genannt wird, Faschingszeit. Und das Mädchen mit diesen bunten Haaren passt ja perfekt in diese bunte Zeit. Ja, ich werde euch jetzt auf der linken Seite einblenden, wie weit ich beim letzten Monatsupdate war. Und das letzte Monatsupdate war im Juni 2025. Also da habe ich das letzte Mal daran gestickt. Ja, das Muster heißt Wild Child. Ich habe es auf Etsy gekauft von dem Shop Cross Stitch for Everyone. Es ist ein sehr großes Motiv. Ihr seht es ja eingeblendet. Es wird 504 Stiche hoch und 336 Stiche breit. Und ich sticke es auf 18 Count AIDA. Diesmal kein Easy Count. Ja, ich bin aktuell, seht ihr ja, wie weit ich gekommen bin. Und das sind bereits über 100.000 Stiche. Das heißt, ich bin auch schon über 60%. Es hat 80 Farben und gestartet habe ich das Ganze im Juni 2023. Also ja, das Mädchen wird bald 3 Jahre alt, also im Juni dann. Ja, woran möchte ich heute mit euch sticken? Und zwar werden wir hier neben dem Auge an den Haaren weiter sticken, also hier in diesem Bereich. Gut, dann zeige ich euch, wie das aktuell aussieht. Ich habe das Ganze schon eingespannt in den Q-Snap und dann zeige ich euch das. Ja, da sind wir. Also wir haben hier das Auge. Da habe ich schon ein bisschen was gestickt und wir werden hier weiter sticken in diesem Bereich. Ich bereite wieder alles vor und wir sehen uns dann gleich wieder. Hallo, da bin ich wieder. Ich habe schon alles vorbereitet und kann jetzt mit euch gemeinsam an meinem wilden Kind, also dem Wild Child, sticken. Ja, ich hoffe, ihr seht den Pattern Keeper eingeblendet. Ich werde gleich das erste Symbol markieren. Ihr seht es hoffentlich. Und ich kann euch jetzt gleich sagen, wie viel ich schon gestickt habe. Und zwar, ja, heute habe ich 12 Kreuze schon daran gestickt. Und insgesamt habe ich 101.913 Kreuze gemacht und das entspricht 60,18%. Also ja, mehr als wie die Hälfte habe ich schon geschafft, aber ich habe ja das Projekt im Juni 2023 gestartet, also sind das schon 2,5 Jahre. Ja, dann starten wir mit der ersten Farbe und ihr seht, es markiert die 3688, ein Rosaton, und da habe ich tatsächlich in diesem 100er Kästchen, ich sticke ja wieder in diesen 100er Kästchen, also 10 mal 10, habe ich da jetzt nur ein Kreuz. Das werden wir jetzt sticken und ich werde dann gleich rechts daneben den Faden backen. Ja, ich habe heute schon angefangen daran zu sticken. Ich habe ja gesagt, 12 Kreuze habe ich schon gemacht und da dachte ich mir, ich könnte euch ja mitnehmen. Und das Motiv ist ja so schön bunt und knallig, also die Farben sind sehr knallig und das passt ja wirklich hervorragend für die Faschingszeit. Also das macht wirklich Spaß.
denn die meisten Wintermotive oder auch Weihnachtsmotive sind doch eher in gedeckteren Farben. Aber dieses Motiv knallt so richtig. Und ja, ich nehme euch heute mit ein bisschen. Viel wird es wahrscheinlich nicht sein. Aber ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen, was ich schaffe und wie lange das Video dauern wird. Ja, einen Stich habe ich gemacht und ich markiere gleich rechts daneben, dass ich meinen Faden gebarkt habe. Dann nehmen wir die nächste Farbe, das ist dieser Pfeil nach unten und das ist DMC Nummer 600. Also auch ein rosa Ton, aber dieser Ton ist eher pink. So, jetzt sehe ich gerade, dass ich nichts mehr auf meiner Garnkarte oben habe von der Farbe 600. Ich werde kurz pausieren, aber es geht gleich weiter. So, es geht auch schon weiter. Ich habe mir jetzt die 600 aus meinem Vorrat geholt. Also ihr seht dieses knallige Pink. Ich zeige euch auch gleich, wie ich den Faden vorbereite. Und zwar suche ich mir auf einer Seite, ja, ich fahre durch diese Schlaufe sozusagen und dann entferne ich die Banderole. Da sind wir nicht richtig. So. Ja, und dann wickle ich das Ganze ab. Und zwar suche ich jetzt mal den Anfang. Ja, hier ist der Anfang. Und ich habe dann das Garn so auf meinem Handgelenk und dann wickle ich das Ganze ab. So, wartet. Ich mache das mal kurz ohne euch. So. Und danach kann ich ja den Faden in die richtige Länge schneiden. Und zwar schneide ich mir den Faden immer in 1 Meter Länge. Da ich ja den Faden doppelt nehme, sind das dann 50 Zentimeter auf der Nadel. Ja, manchmal verheddert sich das ein bisschen, so wie bei mir gerade. Also es tut mir leid, dass ihr momentan nichts sehen könnt, aber ich versuche gerade den Faden, also das Garn zu entwirren. Irgendwo hat es sich verheddert. So, jetzt habe ich es geschafft. Also ich suche mir dann den Anfang, so wie hier, und dann den zweiten, also das andere Ende. So, also diese zwei. Und ich gebe sie dann zusammen und dann schneide ich das Garn genau in der Hälfte ab, also genau wo diese Schlaufe ist, schneide ich das Garn durch. So. Danach falte ich das sozusagen wieder zusammen und schaue wieder, wo die nächste Schlaufe ist. Also hier haben wir noch eine Schlaufe dann. Die schneide ich wieder durch und dann falte ich das wieder so zusammen. Und dann haben wir noch eine Schlaufe. So. Und jetzt schneide ich nicht mehr, denn jetzt habe ich 1 Meter lange Fäden. Die werde ich jetzt auf meine Garnkarte geben. So. Und dann können wir endlich weiter sticken. Also wie gesagt, das ist die 600. Das Pink. So, meine Nadel.
ziehe mir wieder einen Faden raus mit der Nadel. Also die 600. Ja, um nochmal zu diesem Motiv zurückzukommen. Wie gesagt, es ist schon seit 2,5 Jahren, also im Juni 23 gestartet und es wird wahrscheinlich noch einmal so lange dauern, also so wie ich mich kenne. Es ist auch wirklich ein großes Projekt. Aber mittlerweile, und da bin ich froh, dass ihr das nicht sehen könnt in der Kamera, ist der Stoff doch schon sehr schmutzig. Also fragt mich nicht, warum der wirklich so schmutzig wird, denn ich arbeite eigentlich immer mit sauberen Händen. Aber ja, man merkt es, dass ich ihn schon sehr oft und sehr lange in der Hand hatte, so dass er wirklich schmutzig ist, ja. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, wenn ihr länger an einem Projekt arbeitet, dass bei euch auch der Stoff so schmutzig wird. Ich meine, in diesem Fall ist es ja kein Problem. Ich kann ja das Projekt jederzeit waschen, also auch wenn es fertig ist, wird es dann in der Waschmaschine wahrscheinlich landen. Schwierig ist es ja nur bei Stoffen, die bedruckt sind, denn soweit ich weiß, bedruckte Stoffe, glaube ich, kann man nicht waschen. Also zumindest habe ich das so gehört. Ich selbst habe das noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob ihr damit Erfahrungen habt mit bedruckten Stoffen. Gefärbte Stoffe, glaube ich, kann man schon bedenkenlos waschen. So, ich zeichne wieder ab. Das waren 5 Stiche und packe wieder daneben meinen Faden und wir suchen uns die nächste Farbe raus. Das ist die 3835 und das ist ein Lilaton. So. Also so lavendelfärbiger Ton. Ja, ansonsten ist es bei mir momentan eher ruhig, also keine Besonderheiten. Jetzt laufen ja die letzten Vorbereitungen. Ihr wisst, ich bin ja dann in Urlaub, da ist ja zu Hause immer noch einiges zu erledigen. Also ein paar Dinge müssen auch noch gekauft werden. Ja, auch dann Katzenfutter noch ausreichend einkaufen, denn mein kleiner Kater gehört ja auch versorgt in dieser Zeit. Da habe ich ja zum Glück meine Nachbarin, die jedes Mal, wenn wir auf Urlaub sind, meinen Kater versorgt. Das heißt, sie kommt zweimal vorbei, also zweimal am Tag vorbei. Füttert ihn oder lässt ihn raus oder lässt ihn rein, je nachdem. Er ist ja ein Freigänger. Dann schaut sie natürlich noch wegen dem Katzenklo, denn zum Glück benutzt er auch das Katzenklo, wenn es sein sollte. Ja, und ich bin wirklich sehr froh und sehr dankbar, dass ich sie habe, denn sonst wäre das doch etwas schwierig mit dem Urlaub fahren mit meinem Katerchen. Ja, der wird jetzt dann bald 13 Jahre alt, also da möchte ich es ihm auch nicht antun, dass er irgendwo anders hin muss. Also weg aus seiner gewohnten Umgebung möchte ich ihn wirklich nicht rausreißen. Ja, und damit hat er sich auch recht gut arrangiert. Also er kennt ja das von Anfang an, dass wir manchmal länger nicht da sind. Wie gesagt, wie ich euch vielleicht schon einmal erzählt habe,
Wir haben ja ihn bekommen, da war er 6 Wochen alt. Also er kennt das von klein auf, dass wir manchmal nicht da sind und dann eben die Nachbarin ihn versorgt. Ja, wie gesagt, also noch Katzenfutter einkaufen. Dann sind noch ein paar, also wie soll ich sagen, wie heißt das? Diese Einreiseformular ist noch zum Ausfüllen, das man braucht dort für die Dominikanische Republik. Also so ein Einreiseformular. Ja, aber ich glaube, es sind jetzt noch 2 Wochen in etwa, bis es in den Urlaub geht. Also noch Zeit, also noch Zeit für eine gemeinsame Stickzeit. Nächste Woche möchte ich auch wieder gemeinsam mit euch sticken und da möchte ich euch wieder mitnehmen an meinem Heaven and Earth Soul. Da habe ich ja mittlerweile schon einiges geschafft. Also falls ihr mein Monatsupdate gesehen habt, da hatte ich gerade eine Seite geschafft. Also mittlerweile ist ja wieder etwas dazugekommen. Ich habe ja schon meine Methode erklärt. Also ich versuche ja diese 242 Kreuze pro Tag zu sticken, denn damit kann ich das Ziel erreichen, den Soul mit Ende des Jahres zu beenden. Und das ist mein Ziel. Und ja, aktuell habe ich einen, ich nenne es jetzt mal Vorsprung von über 700 Stichen. Das heißt, in etwa könnte ich 3 Tage jetzt komplett auslassen, ohne daran zu sticken, und ich würde trotzdem noch den Soul schaffen. Ja, ich habe das für mich so zurechtgelegt. Bis jetzt funktioniert dieser Plan eigentlich recht gut, aber es ist ja erst das erste Monat vorbei und ich habe ja noch 11 Monate vor mir. Ja, der Soul geht auf jeden Fall mit auf Reisen. Also sonst glaube ich, würde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, bis zum Ende des Jahres ihn fertigzustellen. So, ich zeichne kurz ab. So, das war die 3835. Die nächste Farbe ist die 3805. So. Und das ist auch wieder ein Rosaton. Da haben wir jetzt nur 2 Kreuze zum Machen und ich werde den Faden darunter backen. So. Also 3805, auch ein Rosaton. Also das Motiv wird wirklich groß. Also ihr werdet es dann im nächsten Monatsupdate sehen. Wenn es nicht eingespannt ist, dann werdet ihr sehen, dass es wirklich sehr riesig ist. Aber es lässt sich sehr gut sticken auf diesem Stoff. Also 18 Count ist ja mein Lieblingscount bei gezählten Kreuzstich und bei Vordruckbildern ist es 16 Count. So, ja, dann habe ich euch ja in meinem letzten Monatsupdate auch gezeigt, wie meine Rückseite aussieht, also beim Heaven and Earth Soul. Und dann ist ja auch die Frage aufgetaucht, wie ich meine Rückseite, also wie ich sticke, dass meine Rückseite so aussieht.
Also ich versuche ja eine ordentliche Rückseite, habe ich euch ja erklärt. Und dazu möchte ich dann ein Video machen, aber das wird wahrscheinlich erst nach dem Urlaub erscheinen oder besser gesagt, das werde ich erst nach dem Urlaub drehen. Und da möchte ich euch zeigen, ich werde ein kleines Motiv raussuchen, wie ich sticke, sodass meine Rückseite also hauptsächlich ja, gerade Stiche sind. Und ja, ihr werdet es dann sehen in dem Video. Ja, ich versuche es immer, diese Methode zu sticken, die nennt sich ja der Ebenseher. Ich versuche es auch bei konfettireichen Bildern. Da gelingt das zwar nicht immer so gut durch das Konfetti, aber trotzdem versuche ich darauf zu achten, dass die Rückseite einigermaßen schön aussieht. Ja, ich habe schon wieder abgestrichen und jetzt sticken wir an der nächsten Farbe, der 3350. Und wie soll es anders sein? Es ist auch wieder ein Rosaton, also pink, kräftiges Rosa. Ja, wir sind ja gerade im rosa Teil der Haare. So, auch da habe ich nur einen Stich in dem 100er Kästchen. Und auch da werden wir den Faden dann daneben backen, also so schräg nach oben, weil da ist das nächste Feld dann. So, und auch da wird er gebackt. Also abstreichen und den backenden Faden wieder markieren. Ja, dann machen wir die nächste Farbe und das ist die 550. Und die 550 ist ein kräftiger Lilaton. Also etwas Abwechslung endlich. Ich zeige es euch in die Kamera. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Also ein kräftiger Lilaton. Aber da haben wir auch nur 2 Kreuze zu machen und dann wird der Faden wieder gebackt. Also habe ich euch auch schon öfters erzählt, meine absolute Lieblingsmethode beim Sticken ist es, mit den backenden Fäden zu arbeiten und immer diese Zehnerkästchen zu sticken. Ich komme damit wirklich am besten zurecht. So. Und da backe ich im Feld darunter. So. Ich streiche wieder ab, die 2 und den Faden markieren. So, dann haben wir die 917. Da haben wir wieder das kräftige Pink und nur ein Kreuz und ich backe wieder im Feld darunter. Ja, jetzt am Wochenende gab es ja viele Monatsupdates zu sehen von meinen YouTube-Kollegen und Kolleginnen. Also ich schaue die ja wirklich total gerne an. Also mein Lieblingsformat von meinen YouTube-Kollegen sind die Monatsupdates. Also ich bin jedes Mal erstaunt, was manche so schaffen in einem Monat. Also wirklich Hut ab, ihr habt wirklich meinen allergrößten Respekt, dass ihr so viele Kreuze in einem Monat schafft. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ihr das macht. Also ich sticke ja auch nicht wenig, aber ja, da kann ich nicht mithalten.
bei dieser Anzahl an Kreuzen, die ihr schafft. Und ja, es waren wieder wirklich wunderschöne Motive dabei. Also ganz, ganz tolle Stickbilder. Und wie gesagt, das ist mein absolutes Lieblingsformat, die Monatsupdate. So, dann kommen wir zur 3836. Auch ein lila Ton, ein lavendelfärbige Farbe wieder. Also Lavendel. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Und auch da sind nur 2 Stiche zu machen. Und dann werden wir wieder darunter backen, die Fäden. Jetzt kommt die Sonne ein bisschen. Aber ich glaube, für das Video ist das jetzt gar nicht relevant. So, also 2 Kreuze. Und ich backe wieder unten. So. Oh, 2 nur abstreichen. So, aktuell haben wir 41 Kreuze gestickt in den letzten 23 Minuten. Und jetzt kommen wieder lauter Einzelstiche, also hier ist die 2 und das ist die Farbe 154. Auch wieder ein kräftiger Lilaton. Also das Bild hat schon viele Farbwechsel, wie man erkennen kann, aber so richtiges Konfetti ist eigentlich nicht dabei. Also man kann das sehr gut mit diesen gebarkten Fäden arbeiten. Man hat schon mehr als wie ein Kreuz von einer Farbe zu sticken. Also ich finde es eher wenig konfettilastig. Eher farbenfroh und mit vielen Farbwechseln, aber nicht Konfetti, nein. Manches Mal auch ein bisschen Color Blocking dabei, also das lässt sich dann recht gut wegsticken. So, ein Kreuz in der Farbe 154. Und ich backe darunter. So. Das war die Symbol 2. Dann kommen wir zu dem Pfeil nach rechts, die 3834. Ich habe ja 4 Gangkarten hier, da es ja 80 Farben sind. Und auf einer Gangkarte habe ich 20 Farben. So, auch da wieder in einem eher kräftigeren Lila. Die 3834. Ja, bevor ich dann auch noch in den Urlaub starte, habe ich wieder ein Kooperationspaket erhalten von Painting Fairy Cross Stitch. Und da sind sehr, sehr viele Stickbilder. Also ich finde halt, es sind, glaube ich, 5 Stickbilder drinnen, die ich erhalten habe. Und da möchte ich, heute sehe ich da gerade, irgendwo habe ich da einen Fehler, oder? Nein, kein Fehler, nur das Symbol habe ich nicht abgezeichnet. Hier das eine, die 718, habe ich vergessen. So,
Also nochmal die 3834. Ja, wie gesagt, ich habe dieses Kooperationspaket und da werde ich dann auch noch schnell das Video dazu machen. Denn wie gesagt, 5 Stickbilder sind drinnen. Ein Teil möchte ich ja an euch weitergeben, wenn dann die nächste Verlosung stattfindet. Einen Teil werde ich mir selber behalten. Aber ja, schaut euch an, was ich mir da so alles ausgesucht habe und was ich da von Painting Fairy Gloss Stitch bekommen habe. Ja, das Video werde ich auf jeden Fall noch vor dem Urlaub abdrehen. So. Gut, dann hätten wir auch dieses 100er Kästchen fertig. Und ich habe darunter meine Fäden gebackt und mit meiner Haarklammer, ihr kennt sie, werde ich die Fäden einfach auf die Seite packen und diese Haarklammern halten ja perfekt an diesen magnetischen Kabeln. Ja, ein bisschen könnten wir noch, entschuldigt, ein bisschen könnten wir noch weiter sticken. Wir haben jetzt eine halbe Stunde. Ein paar Kreuze können wir noch gemeinsam machen. So, da habe ich einen angefangenen Faden und das ist auch die 3834, aber da werde ich jetzt nicht alle markierten Symbole schaffen in diesem 100er Feld, da der Faden schon sehr kurz ist. Ja, dann bin ich euch auch noch ein Video schuldig von meinem Einkauf bei Painting Fairy. Also da habe ich euch ja den ersten Teil des Shopping Haul gezeigt, aber da bin ich euch auch noch den zweiten Teil schuldig. Ja, ob das jetzt noch vor meinem Urlaub kommt, weiß ich noch nicht. Ja, kommt drauf an, wie sich das jetzt bei mir noch ausgeht. Ansonsten seht ihr das nach meinem Urlaub. Ja, ich schaffe da nur 3 Stiche momentan mit diesem kurzen Faden und werde gleich mit dem Pin Stitch vernähen. Ja, und während ich dann im Urlaub bin, sind auch noch 2 Kooperationspakete unterwegs. Also die werden genau dann ankommen, wenn ich nicht zu Hause bin. Zum einen ist es nochmal von Painting Fairy und zum anderen ist es ein Paket von 5 Stitch. So, Faden beendet. Ja, ich beende ihn meistens vorne, das heißt, ich kann ihn vorne knapp abschneiden. Ich brauche dann das ganze Stickbild nicht umdrehen, also das geht wunderbar. Ich markiere mir die 3 Felder, das heißt 3 Kreuze gestickt. Dann kommen wir zur nächsten Farbe, die 550. Das hatten wir schon einmal, das ist dieses kräftige Lila. Ja, und auch da habe ich kein Garn mehr, also ich kann es euch ja mal zeigen. Ihr seht, die 550 ist leer, das heißt, ich muss mir noch Garn aus meinem Vorrat raussuchen, aber bevor ich das jetzt mache, werde ich das Ganze beenden. Ja, viel hatte ich heute ja nicht zu erzählen, es hat sich ja auch nicht so viel getan, aber ich freue mich natürlich, dass ihr wieder mit dabei wart bei meinem Stickzeit-Video. Wie gesagt, für nächste Woche ist dann eine Stickzeit an dem Heaven and Earth Soul geplant. Da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso wie an meinem Unboxing von Painting Fairy Gloss Stitch. Da gibt es ja dann einiges zu sehen. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch weiterhin Spaß auf meinem Kanal. Ich wünsche euch wie immer eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.